Das erste Spitzenspiel so früh in der Saison an Spieltag Nummer 3. Natürlich beim FC Bayern. Da haben wir die letzten Spiele leider nie gut ausgesehen. Da haben wir eigentlich immer auf die Fresse bekommen, auf Deutsch gesagt. Aber vielleicht ist ja heute einer dieser Tage, einer dieser Spiele, wo es halt, ja, mal anders läuft. Mal gucken. Also, Umfrage läuft, ja, der erste Teil. Auf welchem Kontinent sollen wir unsere EAFC 26 Karriere starten? Die läuft noch. Macht da gerne mit, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Steht alles unter den Community-Beiträgen. Und wenn ihr die ganzen Infos nochmal hören wollt, ich glaube im ersten Part dieser neuen Karriere habe ich es, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt und auch im letzten Part. Jetzt also voller Fokus hier auf das Spiel gegen die Bayern, die natürlich auch mit Davis unter anderem schon vorne sind. Wir brauchen auch wieder ein perfektes Spiel heute. Also zumindest so, dass wir nicht wieder 3-4-0 auf den Sack kriegen. Amendo Sieb habe ich gesehen, spielt unter anderem. Dann Davis, Musiala, Duranville ist jetzt beim FC Bayern gelandet. Aber wir haben auch nicht so schlechte Spieler. Mit Zubimendi, den letzten großen Neuzugang, bekommen im letzten Part Usun abgefälscht. Aber Unai Simon ist trotzdem im Tor. Ich glaube, das war er in unserer anderen Karriere auch. Also in der Karriere, die nicht gelöscht wurde. So muss ich das ja jetzt immer formulieren. Aber auch so die Bayern natürlich ihr großer Favorit. Aber vielleicht ist gerade zu Saisonbeginn die Chance höher, die Bayern zu schlagen, als wenn wir schon an Spieltag, keine Ahnung, 10 oder 11 wären. Ich weiß es nicht. Amendo Sieb vorne ist jetzt auch nicht unbedingt ein Spieler, den ich bei den Bayern erwartet hätte, muss ich sagen. Oh, Usun. Fairer Zweikampf. Und dann geht es halt ganz schnell auf engstem Raum. Und möglichst gar keine Fehler zu machen, Davis. Aber das ja, wirst du halt nicht verteidigen können. Du kannst nicht alles gegen Bayern verteidigen. Nur so gut es geht. Und das ging schon mal nicht gut. Und ich glaube, es war sogar Sieb. Amendo Sieb nach 15 Minuten. Weil wir auch wieder da den Ball wieder nicht wegbekommen haben. Es ist wie immer. Hier, wir haben den eigentlich schon längst gewonnen. Da ist er schon längst weg. Und dann irgendwie kriegen wir den doch nicht weg. Und dann aus dem Winkel so komisch. Und es ist tatsächlich Amendo Sieb. Und da war Santos auch eigentlich mit den Händen da. Lass die doch unten. Mach die Hände doch nach unten, dann hast du die. Dann hast du den Ball. Man munkelt ja, das ist schon so vorprogrammiert, dass solche Bälle reingehen. Weiß ich nicht. Habe ich mir sagen lassen. Von einem Freund, der brauchte das für ein Schulprojekt. Ey, keine Ahnung. Egal, es ist wie immer gegen die Bayern. Du spielst gut, aber am Ende kriegst du dann doch irgendwie wieder Gegentore. Aber wir schießen natürlich auch welche und was für schöne. Und für ihn freut mich das natürlich auch umso mehr. Zubimendi. Der hat die Schusstechnik von Koopmeiners geerbt. Das ist mal eine gute Antwort. Aus dem Rückraum, da habe ich eigentlich schon wieder damit gerechnet, dass vorne dieser 14er da, der jetzt am 16er steht an der Linie, dass der den wieder abblockt und abfälscht. Aber anscheinend nicht. Auch da ein Schritt zu spät und der direkte Ausgleich. Super. Ja, es ist Spitzenspiel. Das steht nicht nur drauf, das ist auch drin. Olise, Musiala, also vorne die Offensive, die kann sich schon sehen lassen. Jetzt kommen die Bayern wieder über Davis. Das ist Wahnsinn, das geht hier hin und her. Und gerade im Strafraum kannst du eigentlich nichts machen, weil es gibt Elfmeter. Egal, was du machst. Wenn du zu spät kommst, klar, gibt es Elfmeter. Zu früh gibt es wahrscheinlich auch Elfmeter. Alleine aus Dummheit. Aber es sieht momentan gut aus, ey. Wir lassen den Ball trotzdem gut laufen. Zubimendi. Unten ist leider Usun im Abseits. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Aber wir bleiben dran. Ekitike. Fofana, jetzt fehlt er. Da ist der andere Fofana in der Mitte. Adingra Doppelpass mit Fofana. Und dann sind die Bayern natürlich wieder da. Die zwei Sechser da vorne, die nerven mich jetzt schon. Und wir spielen Handball hier. Adingra außen, Cruz läuft mit. Schön gemacht gegen Davis. Und vielleicht wieder von Weitem. Wo ist denn Zubimendi? Fofana, Usun. Das ist echt wie Handball. Da kannst du machen, was du willst. Du kannst hier rumskillen. Die wissen immer, was du machst. Die sind dir auf den Fersen. Oh, Fehlpass, der nicht sein darf. Achtung, wieder Amendo Sieb. Oh, Simon rausgerückt. Darf nicht sein. Da muss irgendeiner hin. Brandweight, jetzt ist er da. Schön gemacht. Zweikampf gewonnen. Und dann müssen wir so umschalten, wie wir umschalten. Ansonsten wird es schwer hier irgendwie durchzukommen. Adingra gegen Davis.
Wieder Ekitike in der Mitte und wieder dasselbe Spiel. Ball zurück. Zubimendi und jetzt mal den Abschluss suchen, Fofana. Aber das geht nicht. Wenn du es versuchst, die Bälle werden immer geblockt. Die Bälle werden immer geblockt. Aber Simon ist dazwischen. Schöner Zweikampf. Und dann haben wir die Bayern eigentlich im Griff. Das sieht richtig gut aus. Jetzt die letzten Minuten. Wir müssen halt immer nur im richtigen Moment spielen. Sagt sich, so leicht, ist aber nicht immer so einfach. Ekitike, Fofana, fehlen auch wieder Zentimeter. Und die Bayern kommen über Sieb, der versucht's, aber das klappt nicht. Da muss er schon früher aufstehen. Und dann geht's auch ganz schnell bei uns, ja. Und Quiroga hinterläuft, sehr schön von alleine. Gut gemacht, vorne Ekitike, jetzt hat er keinen. 1 gegen 3, 1 gegen 2. Und wieder schnell gespielt. Fofana und Usun. Schießt doch! Warum schießt er nicht? Ich habe längst auf Schießen gedrückt. Er macht es einfach nicht. Okay. Dafür gibt es jetzt das Gegentor wahrscheinlich. Brandweight. Nein, der ist heute gut drauf. Wie die ganze Verteidigung. Das sieht richtig gut aus. Sehr stabil, sehr souverän. Am Anfang noch ein bisschen wackeliger, aber seit ein paar Augenblicken sieht das richtig gut aus. Kein Abseits. Adingra. Und jetzt Ekitike in der Mitte. Und Unai Simon. Nicht ganz so gefährlich, aber immerhin mal eine Chance. Und die Bayern, ich glaube, die sind froh, wenn jetzt erstmal Halbzeit ist. Die waren nicht so gut drauf. Also, du kannst ja am Anfang der Saison, glaube ich, gut erwischen. Und bislang ist das echt ein respektables Spiel von uns. Also mit eines unserer besten Spiele, die wir hier in München machen. Über die letzten Jahre gesehen. Ansonsten gab es ja eigentlich immer nur Reisen. Wir haben mal ein Pokalspiel hier gewonnen, aber ansonsten immer 3-0, 4-0 auf den Sack gekriegt. Vielleicht gelingt ja heute ein Sieg, aber Achtung, die Bayern kommen mit Amendo Sieb. Es war kein Abseits. Ich hatte mich gerade gewundert, aber offensichtlich war das gleiche Höhe. So, Achtung, Zubimendi, Ekitike. Hey, der muss weiter, der muss schon viel weiter sein, damit ich den Ball in den Lauf spielen kann. Aber er hat es leider nicht gemacht. Olise vorne, Amendo Sieb. Oh, der wird geschickt, aber Santos kommt. Und die Chance schnell umzuschalten. Unten Fofana auf Adingra. Die beiden Flügelflitzer im Zusammenspiel. Ja, Adingra, komm, setz dich da durch. Gegen Davies. Du darfst auch Zweikämpfe gewinnen. Das ist nicht verboten. Aber ich weiß, wie es ist. Ich habe auch Zweikämpfe nie gewonnen. Nächste Chance für die Bayern. Musiala, Achtung. Gegen 2 Mann. Da kommt Olise. Und da ist wieder Amendusi. Und Santos macht sich lang. Jetzt kommen die Bayern. Jetzt werden die wieder ein bisschen stärker. Mit dem Eckball wieder Sieb, Quiroga, genau. Mehr können wir nicht machen. Gut stehen, im richtigen Moment vor dem Strafraum noch in den Zweikampf gehen. Jetzt bringt er den direkt rein, aber Quiroga, oh, in die Mitte, nicht gut geklärt. Upamecano! Schießt besser als manch Stürmer, gefühlt. Wie schnell können wir umschalten? Quiroga. Ah, wenn der Doppelpass geklappt hätte, aber Zubimendi holt den Einwurf raus. Alles gut? Ich könnte mich mit einem 1-1 anfreunden. Sage ich euch, wie es ist. Würde ich mitnehmen. Ich würde aber auch nichts gegen den Sieg sagen. Schöner Ball, Fofana. Die Läufe muss er viel öfter machen. Und jetzt Ekitike am zweiten Pfosten. Aber abseits. Schade, schade. Es wird ein bisschen wilder. Es wird ein bisschen hitziger und schneller. Es geht gut hin und her. Wen haben wir denn noch? Wir könnten Duro für Ekitike. Bringen wir rein. Der hat 2 Stärken mehr. Bahoya ist eigentlich auch immer eine gute Option. Und obwohl der, gut, den muss ich nochmal umtrainieren zum ZOM. Ja, und ansonsten, wie gesagt, die Bank mit Listic 70, Baum 73, Wahi hat eine 78. Ist auch für 30 Millionen gekommen von Marseille. Ich bin gespannt. Aber dann lassen wir das jetzt erstmal so. Und ja, gehen rein. Bin sehr, sehr gespannt, wie wir jetzt die letzten 30 Minuten hier agieren. Mit neuem Stürmer, neuem Flügelflitzer. Und dann, ganz wichtig, fällt mir auch jetzt erst auf, dann gucken wir uns mal die Champions League Spiele an. Die sind nämlich schon ausgelost. Unsere Begegnungen, die gucken wir uns danach im Spiel mal an. Hab nämlich schon mal ein bisschen geguckt im letzten Part. Oder beziehungsweise offscreen. Da sind auch ein paar sehr interessante Gegner mit dabei. Olise allein gegen alle, aber die Verteidigung steht. Sehr schön. Endlich. Endlich scheitern die Bayern auch mal an unserer Verteidigung. Aber jetzt hier, Achtung, müssen wir uns befreien.
Seitenwechsel, andere Seite, jawohl. Und die Bayern, die warten halt. Die stehen auf dem ganzen Feld. Gefühlt machen die Manndeckung. Und die warten auf genau diese Fehler. Mehr machen sie zurzeit eigentlich gar nicht. Aber aufgepasst, Fofana kommt nicht in den Zweikampf rein. Amendozi! Und das sind all die Bayern. Und da ist auch jeder Schuss ein Treffer. Da kannst du nichts machen. Ob da jetzt ein Harry Kane vorne steht, den ich jetzt vermisse. Haben sie wohl verkauft. Oder ein Amendozi oder Olise oder Musiala. Das ist eigentlich egal. Aber dieser Fehler im Aufbau, ich habe es vorher gesagt, auf diese Fehler warten die Bayern und dann nutzen die den halt hier eiskalt aus. Dann hat es irgendwie nicht gepasst von der Abstimmung her. Brentwaite und Cruz stand zu weit weg. Und der Doppelpack von Amendozi. Nun gut, wir machen weiter. Wir bleiben drin, wir machen weiter. Vielleicht mit der direkten Antwort wieder. Wer weiß. Hat in der ersten Halbzeit auch ganz gut geklappt. Vorne Duro. Usun hinterläuft. Das ist ein klasse Ball. Can Usun. Und die Dinger müssen sitzen. Nicht nur gegen die Bayern, egal gegen wen. Es war richtig gut gespielt. Usun läuft durch von alleine. Die Bayern verteidigen hoch, spielen auf Abseits. Und dann war die Direktabnahme auch richtig. Also ich würde es jederzeit wieder machen, den direkt zu nehmen. Das war richtig gut geschossen. Fehlt halt leider das Glück im Abschluss so ein bisschen. Aber die Bayern kommen. Achtung, Fofana. Gut antizipiert, gut. Passweg zugestellt und dann geht es wieder über den Flügel. Über Quiroga, über Usun. Ja, die Bälle, die kann man gut spielen, weil die Bayern, die stehen eigentlich sehr, sehr hoch. Duro ist da, nächste Chance. Müssen wir gegen Bayern vielleicht öfter probieren. Ich werde jetzt mal umstellen. Wenn ich den mal umstellen dürfte, auf 4-4-2. Ich habe noch ein 4-4-2 mit reingenommen. Mit 2 Stürmern natürlich, um nochmal ein bisschen mehr Druck zu entfachen. Vielleicht laufen wir jetzt dadurch ins offene Messer. Ich habe keine Ahnung, aber ich will vorne ein bisschen mehr Druck haben. Ein bisschen mehr Präsenz mit 2 Stürmern. Und deswegen ist die Hoffnung da, dass wir dadurch vielleicht den Ausgleich schießen können. Aber vielleicht machen sie Bayern jetzt auch dicht. Davis, Achtung, das ist genau das, was du nicht verhindern kannst. Diese schnellen Bälle auf engstem Raum, da hilft nur beten. Nächste Chance, wieder ein Ball. Oh, der wäre angekommen, schade. In die Tiefe. Und wieder Bayern. Und Quiroga macht das sehr gut. Muss ich sagen. Also auch er ein guter Neuzugang, auch wenn der jetzt blind in den Gegner reinläuft. Aber der ist auch schnell, der gewinnt viele Zweikämpfe. Macht bislang eigentlich einen guten Job, würde ich jetzt sagen. Aber die Bayern haben jetzt hier alle Trümpfe in der Hand. Duranville, Davis. Ja, Kimmich, da ist viel zu viel Platz. Achtung! Und die nächste Chance durch. War das jetzt eventuell Harry Kane? Goretzka haben sie auch noch auf der Bank. Es ist Harry Kane vorne. Haben die tatsächlich auf der Bank gelassen. Wohl dem, der einen Harry Kane auf der Bank lassen kann. So, und bei uns kommt Bahoya gegen 3 Mann. Nichts zu machen. Fofana, Duro. Ne, Bahoya war's. Da ist jetzt leider nicht mehr so viel Druck von uns. Also die Schlussoffensive bleibt leider ein bisschen aus. Da hat uns jetzt das 4-4-2 nicht unbedingt geholfen. Die Bayern können schön breit machen, ziehen unsere Verteidigung auseinander, unser Mittelfeld. Und dann wird es, glaube ich, eher noch das dritte geben. Und zwar durch Duranville. So ist es. Das Ding ist durch. 3-1 für die Bayern. Also das 4-4-2 hat uns jetzt gerade leider nicht geholfen. Da hätte ich doch im 4-2-3-1 bleiben sollen. Da hätten wir irgendwie ein bisschen mehr Druck. Aber so mussten wir aufmachen. Und am Ende wird es wie immer. In München eigentlich. Eine Niederlage, da habe ich schon gesagt, dass der reingeht, weil es ist einfach so. Das brauche ich gar nicht mehr begründen. Ich weiß einfach, dass solche Bälle reingehen. Hier, durch die Lücke. Dann ist die Verteidigung aufgelöst und Duranville mit dem 3-1. Schade, es war ein gutes Spiel. Bis zu der Formationsumstellung haben wir eigentlich gut Druck gemacht. In der zweiten Halbzeit jetzt nicht mehr so die großen Chancen gehabt, aber wir waren noch vorne. Aber gut, die Bayern sind halt
nicht unser Gradmesser, muss man ganz ehrlich sagen. Da muss auch viel Glück dazu gehören, um hier zu gewinnen oder irgendwas mitzunehmen. Und von daher setzt im dritten Spiel die erste Niederlage in München. Ist verkraftbar. Wir haben trotzdem ganz okay gespielt, aber die Punkte müssen wir uns dann halt woanders holen. 3:1 für die Bayern. Und jetzt gucken wir noch zum Abschluss des Parts auf unsere Gegner in der Champions League. Also wir waren auch in dem Spiel auch keineswegs schlechter. Darmstadt gewinnt 3:0 in Dortmund. Ey, das gibt's auch nur hier im Karrieremodus. Die Champions League-Hymne hört man nicht, aber man sieht den Pokal. Den würde ich sehr gerne haben. Die Chance wäre, glaube ich, größer gewesen mit unserem alten Kader. Bin ich ganz ehrlich. Aber warum nicht? Warum nicht auch mit dem Kader? Und da ist der erste Gegner, ihr seht ihn, Straßburg. Ist jetzt vom Namen her machbar, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wen die so in der Mannschaft drin haben. Und wie gesagt, bei den Bayern, es ist irgendwie wie immer. Du spielst ganz gut mit. Hinten musst du immer aufpassen, weil jeder Fehler wird bestraft. Du brauchst eigentlich ein fehlerloses Spiel. Ja, in München. Also von daher. Also, wir gucken mal kurz auf die Gegner. Wir haben Straßburg zu Hause, dann haben wir Sevilla. Ja, auch zu Hause. Also 2 Heimspiele zu Beginn. Dann haben wir Dinamo Zagreb. Auswärts, dann die Tottenham Hotspur. Dann haben wir Inter Mailand. Ja, auswärts zu Hause. Dann haben wir Fenerbahce Istanbul. Die haben, glaube ich, auch ihr echtes Stadion. Wird also auch eine ziemlich coole Sache. Dann in Neapel. Und zu Hause gegen Atletico Madrid. Und dann geht es, glaube ich, nochmal hier weiter irgendwann. Nee, also es sind schwere Gegner. Auf jeden Fall. Aber das Ziel ist, klar, Achtelfinale. Und wenn über die Playoffs, aber ich will gerne ins Achtelfinale. Gewinnen, weiß ich nicht, mit der Truppe, wäre eine Überraschung. Wie gesagt, ich habe unseren alten Kader ein bisschen stärker empfunden oder als stärker empfunden. Aber das heißt ja nichts. Vielleicht überrascht mich ja dieser Kader im Laufe der Saison. Vielleicht spielen wir uns in den Flow rein. Vielleicht kriegen einige Leute im Winter so ein großes Upgrade, dass wir quasi zum Favoriten... Guck mal, Arthur Theat habe ich zu Man City verkauft. Der war halt auch noch da. Da kam aber auch ein großes Angebot rein. Wir gucken mal, wen die so haben. Hollerbach. Natürlich, ey, Hollerbach, warum nicht? Dann haben sie Diarra. Ja, kennt man doch irgendeinen wahrscheinlich. Nanasi. Der ist, glaube ich, auch in echt bei der Eintracht im Gespräch. So ganz leicht mal gewesen, keine Ahnung. Und ansonsten sagt mir der Verein eigentlich nichts. Aber die haben die letzten 4 Spiele nicht verloren. 3 Siege, 1 Unentschieden. Das letzte Spiel weiß ich nicht. Haben wahrscheinlich auch erst 4 Spiele gehabt. Und von daher wird das eine schwere Aufgabe. Aber wir gehen es an. Wir gehen rein zusammen gegen Straßburg. Hoffentlich mit euch. Macht mit bei der Umfrage. Die läuft noch ein bisschen. Und dann bin ich gespannt, auf welchem Kontinent unsere erste Mannschaft sein wird in IAFC 26. Macht's gut. Ciao, ciao.